Analytics. Aufrufe 0. What goes up am Game? Ich geh kurz pissen. Ich bin wieder da, ich war kurz pissen. Feurig sagst du. Okay, wir werden jetzt Zoom-Meetings stören. Wir suchen auf Eventbrite nach Meetings online. Essen nebenbei. Billy Tiger aus Polen. Ah ne, ist nicht aus Polen. Maiskugeln mit Geschmack. Obstgeschmack. Online. Today und free. Du bist leise, bra. Also man versteht, aber leise. Ist so besser. Ist besser, ist besser. Sag mal. Warte, ich mach das so. Ah ne. Warte. Ich mach so als Hälfte. Dann kann man auch ein bisschen den Chat sehen. Ja, ja, sagst du. Hä, ich will nicht Remote Play machen. Okay, und das auf andere Seite. Das bin ich. Hello, good day. Wenn du gerade zuschaust, schreib in den Chat, Nigga. Was schreibst du? Ich kann es nicht ganz sehen. Can I perhaps unfassing you? Yes, you maybe can. Fängt mir jetzt darauf. Ich mach's kurz groß. Teilnehmer, Moderation, Zeitstempel, Chat in neuen Fenster öffnen. Okay, jetzt suchen wir. Das ist gut. Hä, das ist voll gut. Warum habe ich das nicht vorher gemacht? Wir machen so ein bisschen kleiner. Und das läuft dann daneben. Sieht man mich auch gut. Bisschen gucken. OBS Studio. So rum. Ne, so gehe ich raus. So bin ich mittig. Ich habe eine Nachricht bekommen, aber mein Handy ist dort an meine Playstation geklebt. Dann weg damit. Wir machen den. Wo ist das? Free online. Today free. Was gibt's? Care Workforce. Cyrus the Great, King of Persia. Okay. Ich werde mich ein bisschen über Hamida ihr Land, ihre Dings da informieren. History. Wann ist das?
10 PM, Lager, geh mal weg. Ich will, ich muss nach Dings gucken, nach Uhrzeit ist mir aufgefallen. Warte, wir haben gerade wie viel PM? Minus 12, 6 PM. Das heißt, ab 6 PM können wir gucken. Das ist 7. Ich suche einen 6er. Hier, 6 PM. IRS. Tax Specialist. Ich gehe da rein und ich erzähle, dass ich Steuern unterziehe. Sales endet. Warum zeigst du mir das an? Hey, warte mal aus der Chat. Bist du überhaupt noch drin? Wenn du drinnen bist, schreib Hello. How does your garden grow? Was für tomorrow? Ich meine today. Ich habe today ausgewählt. Oder? Habe ich das? Today. Tomorrow. Today, 6 PM. Free Webinar. Sales ended. Ich glaube, wer schon gestartet hat. 6:30 machen wir. Ist eh ein paar. Was ist das hier? The tools for becoming a strong leader. Hey, das ist wirklich interessant. Ich werde der Alpha meines Rudels. Mein Name ist James Ranjit. You have to go cooking on Snapchat. Wait, I cooking gleich. I cooking. Aber mein Dings klebt da. Ich kann nicht gucken. Mein Handy klebt da. Wenn ich es abnehme, dann muss ich es wieder rankleben. Ich weiß, was ich mache. Warte. Ich nehm's einfach ab. Ne, ich nehm's nicht einfach ab. Ich reiß das hier auseinander. Ich will meine Playstation nicht zerstören. Egal, das reißt sich nicht auseinander. Ich mach's nochmal ab. Gepeitscht. Digga, ich bin so hobbylos. Ich mache irgendwelche YouTube-Livestreams. Wey, yo, was passiert da? Webcam geht kurz aus. Snapchat. Oh, der Schwuli hat mir geschrieben, warte. Hör zu. Großer, wie war dein Tag? Na, Großer, wie war dein Tag? Du siehst ziemlich gut aus auf deinem Video. Also ich freue mich jedenfalls echt schon von einem Ausländer gefickt zu werden. Ich freue mich auch, das bei dir zu machen. Aber ich hoffe, dass du mir schon die 20 Euro mitbringen kannst, da ich mir gerne ein Vape kaufen möchte. Vape kaufen möchte. Ja, cute. LMK. Breiter als deine Cam. Berliner. Ich hoffe, das hat nicht nichts gesehen, haben wir denn. Warte, das ist aber scheiße. Ich muss wieder mein Dings anmachen. Webcam. Oh, ich habe wieder Millionen Snaps. 17 Snaps noch, fängt man darauf. Warte, Registrieren. Ist irgendjemand drin? Der Schwuchtel hat mir geschrieben. Warte, der Chat. Hahaha. Er hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Zuhören. Spitz die Ohren. Ja, wenn ich was sage, dann halte ich das auch. Immerhin machst du mich ja zu deiner Ausländer-Bitch, Baby. Ja, wenn ich was sage, dann halte ich das auch. Immerhin machst du mich ja zu deiner Ausländer-Bitch, Baby.
Mein Team geil, danke. Ich werde jetzt meine Ausländer-Bitch machen. Soll ich Webcam wieder ranmachen? Also Handy-Webcam oder nicht? Was sagst du? Ist das nötig? Weißt du, was ich meine? Ich will eigentlich nicht. Weil da muss ich es wieder 3 Jahre kleben. Egal, mach du. Ja, ich lass so. Du weißt ja, dass ich das bin. Ah, er hat wieder eine Sprachnachricht geschickt. Hallo? Nice. Hoffe jedenfalls, dass es dir gefällt, meinen kleinen deutschen Arsch zu ficken, Baby. Ich schreibe. Also du hast das geschrieben. Dann kannst du popeln und ich schreibe. Es gefällt mir schon. Aber brauche halt das Geld. You know. So als also you know so YK. LMK Obra. Was schreibst du da, Junge? Kackwürste und so. Warte, wie machst du das hier fest? Ah, so. Aber wie? Was mache ich da? Ich will das im Vordergrund haben. Warte. Ja, so. Aber wenn ich dann hier... Egal. Egal. Jobtitle. Was ist mein Jobtitle? Was bin ich? Pornstar. Company. Brothers. I'm a male. Ich bin unter 18. Ich mach 45 plus, egal. What industry are you in? Education. Ich bringe Kleinkindern bei, wie es geht. Ich bin auch Senior Leader. Und auch Business. Ah, ich bin Senior Leader. Nee, ich bin Business Owner. Mir gehört Brothers. City. Sakaria. Da komme ich her. Are you happy to share your details with PMI? Was? Ja, okay, ich sage einfach ja. LinkedIn URL. Don't have one. Do you wish to be kept up to date with BIP? Was ist BIP? BYP? Yes, einfach. Achso, nee, lieber nicht. Dann schicken die mir E-Mails. Get Tickets. Tickets. Schon was geschrieben? Hässliches Hintergrundbild. Hashtag Fan auf die 1. Okay. Jetzt müssen wir noch warten, 3 Minuten. Digga, ich habe einfach einen Fan, der bleibt einfach auch drin, Digga. Ich kenne den noch gar nicht. Wie soll ich mich nennen? Johnny Sins, ich meine doch, ich bin bei Brothers. Nee, oder? Ja doch. Egal, ich werde direkt gekickt, aber egal. Warte, ich werde angerufen. Ah, ne? Ja. Tiefkühlsachen, okay. Ciao. Ich muss kurz gleich gehen, aber der Stream bleibt an.
Okay, LMK, Ora, Sata. Das Stream bleibt an. Wir müssen jetzt gleich runter. Ich guck kurz, warte. Ich gebe nebenbei meine E-Mail ein. hotmail.com. Nein, .de. Registrieren hat. Beitreten. Speichern. Warte, wo ist meine Mutter? Ich sag ihr, ich habe gerade aufgehört zu lernen einfach. Weil sie denkt, ich habe gelernt für BBR mal. Meine Mutter kommt gerade. Ich bleib noch kurz. Noch eine Minute. Ja, 15 Sekunden. Währenddessen gucke ich Chat an. Wo ist es? Hier. Beim Kacken Hashtag Durchfall. Okay. Interessant. Ehrlich, sehr interessant. Das voll cool aus der Kack. Guck mal, wie es so rumwackelt. Ja. Ich mache hier Snap kurz. Mhm. Ja. Hat schon gestartet. Super excited. It will be starting in 2 minutes. Okay, was hat der also 18:30 Uhr. Keine Ahnung, so. Ich muss jetzt runter, ja. Ich komme gleich. Ich schreibe in den Chat. Ah, ne? Ich schreibe in den Chat, wenn ich zurück bin. Wir kommen jetzt runter. Tschüss.
Future and evolving its portfolio for the long term to include products outside of the tobacco and nicotine sector. When I said exciting business, I said exciting business. Since 2008, PMI has invested more than 10.5 billion US dollars to develop and scientifically substantiate smoke-free products for adult smokers with the goal of completely ending the sale of cigarettes. Oh my days. I'm not sure if you remember primary school biology, but them lungs from the cigarettes, black, and not the good type, you know? So it's great to see this revolution and evolution that's coming from this amazing company. Now, I've spoken a lot already in this introduction, but can we all give can we give a round of applause? Can we get a round of applause emojis in the chat as I invite to the proverbial stage Camilla as we get into this panel? Woo! Thank you. I feel the virtual round of applause. Hi, everyone. So I am Camilla Astrid Robinson, happily go by Camilla, and I use she, her pronouns. And I head up DEI, so diversity, equity, and inclusion, employee engagement, and well-being. Definitely winning the title, the longest title in the world for Philip Morris, just in the UK. I have the pleasure of working with some incredible partners like this one, BYP Network, which is a really, really important part of helping us to attract a wide range of people to come and join our company. So today we're not going to talk about our product or our business in that strict sense, but what we are going to talk about is the tools to help you become a leader, right? The tools for leadership. So I'm joined by some of my incredible colleagues today, and I'm going to run through their intros just so that we all know who's on the call with us. So bear with me while I make sure that I put some respect on their names and read out their bios. Okay, so we've got Aubrey, and Aubrey has been with PMI for 13 years. 13 years. 13 incredible years. Don't worry, I won't do that for everyone. So Aubrey kicked off his PMI career in our field sales team in Italy, and over time has worked across our sales strategy, marketing, business planning, and strategy and digital. In his day-to-day role, he's in charge of PML, that's our UK affiliate, digital marketing and digital commerce presence, with activities cutting across paid media, SEO, social media, and e-commerce. Aubrey is a member of our PMI Embrace team, that is our race and ethnicity employee resource group, championing causes cutting across all races. His focus area within that Embrace ERG sits with building communities and expanding PMI's reach and influence. Outside of PML, Aubrey is a proud dad of two. Spending time with family has become a constant routine on weeks, and professionally, Aubrey supports Black-owned FMCG startups serving in NED or NED, keep me honest here, and advisory roles in some of these establishments. He's a firm believer in the concept of creating an impact where possible, and that's where his drive sits in, and outside his professional engagements. So welcome, Aubrey. Thank you, Sandra. Perfect. Sandra is purpose-led with a proven record of over 30 years creating successful strategies to deliver policy and programs, communication campaigns in the UK and India. She leads with integrity and fairness. Fellow of the Chartered Management Institute, an accredited commercial specialist and certified coach. Passionate advocate for diversity, equity and inclusion, social mobility and careers. She has been coaching and mentoring underrepresented groups for over 20 years and is a UN Women UK delegate for gender equality. As Senior Manager, Regulatory Affairs for UK and Ireland, she leads a team accelerating transformation towards the UK government's smoke-free 2030 target. Welcome, Sandra.
Ashley. So with over 12 years of immersive involvement in digital communications, Ashley has cultivated his expertise in navigating the dynamic landscape of online engagement. As a leader, he has steered digital communication teams overseeing the management of flagship websites within the prestigious FTSE 100 group. He's currently serving as the head of web content for PMI.com, shaping strategic initiatives that propel our online presence. Leading by example, he fosters a culture of innovation and excellence within his team, driving forward-thinking strategies that resonate with PMI's audience and drive measurable results. His proficiency spans the spectrum of digital communication channels, from harnessing the power of social media to crafting compelling storytelling campaigns. Leveraging advanced analytics and cutting-edge technologies, he continuously optimizes digital platforms to deliver seamless user experiences that captivate and convert. With a relentless commitment to staying ahead of industry trends and a track record of delivering impactful results, his passion is driving digital transformation and elevating brand visibility in an ever-evolving digital landscape. Welcome, Ashley. Last but not least, Adrian. So Adrian has joined PMI to the position of Head of Information Security Risk Management in April 2023 from HSBC, where he was responsible for the development and update of the bank's operational risk management framework in alignment with industry best practices and regulatory principles. His 30-plus years international experience in the US, UK, Australia, and the Caribbean includes development and implementation of risk management frameworks, performance of IT audits, and third-party assurance assessments with over 25 years at Big Four global professional services firms, including KPMG and PwC. He has also in the past provided key insights at a senior leadership level, primarily in the financial services industry, having worked with a number of large global investment, retail banking, and asset management organizations, including HSBC, Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, and Goldman Sachs. So at PMI, he's currently leading the development of PMI's IT risk management capability in close collaboration with other IT and risk assurance functions. He's also responsible for maintaining stability on PMI's IT risk management posture to management and for developing and continuously improving PMI's IT risk management framework and methodology. Wow. Right. Welcome, Adrian. Thank you. Thank you very much. So welcome to all of our panelists. And now that you know who's on the call, I'll hand over to them to share a little bit about their teams and talk to you about why they're passionate to be here today. So Sandra, should we start off with you? Yeah. Hi. I'll keep this a bit quick because then we can get into the meaty bit. Who's that? I heard of somebody. Okay. So I, Senior Manager of Regulatory Affairs for UK and Ireland, excited to be here today because diversity and inclusion is really important. And what Camilla, ML, all of the team do is really amazing to do this kind of thing in our own time to really let you know that PMI is an inclusive employer. We want to attract more diverse talent to the organization. So my job is primarily working with government. I'm from the civil service, so it was an apt role for me. Ich wurde entfernt, oha. Tschüss. Hey. Warum so krass? Ich geh noch mal rein. Ich geh da fett noch mal rein. Kann mir keiner was sagen. Wo ist das? Open. Ja, okay, ich hab gecheckt, was du hast. Die dürfen nicht so auf deren Bildschirm gucken, okay. Johnny Jarak heiße ich jetzt. Registrieren und beitreten. Zoom-Meetings öffnen. Digga, die haben meine ID-Meeting. Oha. Egal, wie viel los ist. In 13 Minuten können wir, oder vielleicht ist um 45 noch eins gestartet. Warte, ich suche neues Ding. Neues Meeting. Ich mach das hier Hälfte. Today online und free. Cyrus the Great, Digga.
Wie viel Uhr ist es? Es ist 6. Es ist fast 7. 6:30 ist hier irgendwas. The tools are becoming strong. Ja, 6:30, da bin ich ja reingegangen. Hat nicht so lange gehalten. 6:30, 7. Digga, 1 Uhr nachts ist hier. Es gibt um 7. 6. 6 PM, 6 PM. 9:30. 6:30. Das ist nicht mal Deutsch. Oder Englisch. Ey, wie viele Leute sind gerade im Stream, wenn. Also, sagt mal Ding. Sagt mal euer Name oder schreibt irgendwas rein. Alle, die drin sind. Explore Simulator. Sales endet. Warum endet? Den Fresse. Ups. Ich muss ein paar Tabs schließen. Ja. Yoga. Yoga ist am witzigsten. Today und Free und gibt's hier, kann man irgendwie online einstellen? Ja, nee, wird schon passen. LMK Obra. Du bist noch, okay. Kann man. Hier online ist schon. 6:30. Sales endet aber. Today 7. Wir müssen warten bis 7 ist. Baby, Me and Yoga. Warum ist schon die Sales geendet, oder? Wie schnell verkaufen die sich? 12 AM brauchen wir gar nicht gucken. Sales endet. 5 PM. Ja, das ist am Saturday. 6:10. 9 PM gibt's einen, Digga, aber das ist. Wie viel ist das? Das ist 21 Uhr, aha. 8 PM. 8 ist aber 20, Bruder, jetzt wenn ich noch eine Stunde warte. 8 PM. Ich brauch den 7er. 7:30. 7 PM. Sales endet. Frage ist geliefert, glaube ich, sagst du? Ja, ich glaube auch. 8 PM. 6 PM. Kann man die Uhrzeit einstellen? Nee. Ah doch, wie immer. Tschüss. Violett, geh mal weg. Ich wollte das nicht wissen. Dates. Ja, egal. Also 6 PM ist schon geendet. Ist schon... Aha. Aber das ist Montag, scheiße. Dachte ich hab was. Scheiß mal auf Yoga. Wir gehen in irgendwas rein. Bist du noch drinne? Einfach nur Online-Events. Online. Wenn du drin bist, schreib mal irgendwas und sag mal, wie viele Leute gerade zugucken. Ich kann es gar nicht so erkennen. Englisch zu Latein. Ok. Today. Und free. Digga, als wenn ich 40 Euro für so einen Kack bezahle. 7 PM? Irgendeine Krankheit, Understanding. Das ist geil. Haben Sales geendet? Nein, Reserve Spot. Es geht 1 Hour. James Ranjit geht da mal wieder rein. Ich hab noch 20 Minuten, sagt er. Achso, ja, bis das endet. Bin der Einzige gerade. Ja. Get Tickets.
Schreibt mal schon mal irgendwelche Ideen, was ich so machen kann. Weil wir haben noch 7 Minuten. In der Zeit kann ich was in YouTube oder so schauen. Ja, Tickets. Das kann ich auch alles schließen. Hörst du das Minecraft-Sounds, Digga? Ich bin hier PC-Professor. Ja, ist gut hier. Felix. Open Zoom. Mach das wie vorhin. Soll ich mehr so... Sag 1 oder 2. 1 ist... So deren Namen sagen? Oder James. James. Soll ich so sagen? Wie soll ich mich nennen? Nee, ich muss da einen Standardnamen machen. Ja, mach beides, okay. Standardname Karen Fischer Man. Hey, Fabio Dömler, das ist ein Drecksname. Ich brauche was Amerikanisches. E-Mail, ganz normal. Was sollen die von meiner E-Mail machen? Können die gar nichts machen, scheiße. hotmail.de Registrieren und beitreten. Zoom-Meeting öffnen. Um 19 Uhr starten. Mein Lautsprecher testen. Hä? Ja. Warte mal. Hallo. 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 Das ist geil. Audioprofil hoch. Hundegebell. Hintergründe und Effekte. Ich will ein Video machen, wie geht das? Video hinzufügen. Ah, ich kann da ein Video abspielen. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Warte. Wie geht das? Ah, ich bin schon bei Google. Ich kann auch Bilder da reinmachen. Nigga. Bilder. Ich mache irgendwie sowas. Nee, das ist ein Buch. Tall Black Man. Bild kopieren. Bild hinzufügen. Einfügen. Öffnen. Ja, nee. Video ist so, nee, das ist nur ein Hintergrund. Ja, das ist scheiße. Warte, wie macht man das? Ich mach kurz meine Kamera bei diesem Ding hier. Ich google kurz vor mein Handy. Ich habe eh noch 3 Minuten. So.
Groups. Ja, ich muss Groups adden. Ich muss hier weg. Macht man Groups. Group. Hä, was ist da passiert? Ah, diese Kacke hat gestartet. Geh mal weg, so. Hi everybody, welcome. Hi everybody. We get started in just a minute. Q&A is open. Feel free to hop on in there, say hi, let me know where you're from. How was your weekend? Mine was good. You know what I did not do? Paint. For anyone that has been around the past few weeks, I've spent every weekend painting the house. And I did not paint this past weekend. I refused. It was not happening. No more painting for a while. Can't take it. It is not one of the skills I have. All right. Moose Jaw is here. California, Illinois, Nashville. Get some people sleeping in over the weekend. I don't know why I can't sleep in anymore. I can nap all day long, but I cannot sleep in. I don't know what is happening. North Carolina is here. Gainesville, Windsor, Iowa, New Brunswick, Pennsylvania, Hamilton, Ontario, Iowa, Maryland, Kentucky, Arizona. Northern Iowa just had her knee replacement. How'd it go? How are you feeling? Virginia is here. Nevada, Georgia, Minnesota. Ich hab doch Berlin geschrieben. Texas, New Zealand. Ist die komisch. Berlin. Chat geht auch nicht. Ireland, Connecticut, Massachusetts, South Africa. In South Africa, can't sleep in. The kids have karate. Yep. Kids are the opposite of sleeping in till they're older. Then all they want to do is sleep in, right? British Columbia, New York, Pennsylvania, Prince Albert, Saskatchewan. Glastonbury, UK. Did I say that right? Minnesota, Niagara Falls, some more New Zealand, Pennsylvania. Started seeds in the mini greenhouses. That's fun. Louisiana's here, Florida, New York. For those of you just joining us, welcome. We'll get started in just a couple minutes. Q&A is open, so feel free to hop on in there, say hi. Let me know where you're from, what you did this weekend. Anything fun? I've been painting the house the past few weekends, and this past weekend I refused to paint. No more painting. I could not do it. So I refused. New York is here, Pennsylvania, Milwaukee, Nova Scotia, Calgary. Some more South Africa, Berlin, Minnesota, Scotland, Michigan, all here. Lancashire, England, Texas, Fargo, Southport, Phoenix. Ja, das ist langweilig. Ohio is here, California, Las Vegas, Maryland, Wisconsin, Tennessee. Ich bleib drin, bis ich was anderes finde. Florida, Colorado. Oh, Ashley, thank you for the hair compliment. I tried a new way of styling, like curling it without heat. We'll see. I don't know. I don't really love these very, very short curly pieces. I might have to play with it a little more. Just the heat styling on the hair, for anyone that does, you know, the straightener, the curlers, you know, it is not great for your hair. So I'm trying to do it less. We'll see. Colorado is here, Malta, Maine, Illinois. It's snowing in Colorado. I'm happy for anyone who likes snow. I don't like snow. So California, Las Vegas. Sharon is back. Welcome back. Wisconsin, Indiana, Arkansas. Lots of Des Moines is here. And Iowa in general. UK. Karen, you are hilarious. Open the chat or I'll talk to your manager. Lucky for you, I will open it a little later after I ask a question so I can hear what everyone has to say. I love being able to chat with all of you.
Tennessee, Puerto Rico. Susan's in the villages of Florida. India is here, Germany. Albuquerque, Washington. Playing softball in Central Park, New York City. That sounds like a fun weekend. I don't think I realized that was an option, but I've only been there once, so, you know. London, Alberta, Georgia, Manchester, UK. Rhode Island is here, South Carolina, lots of South Africa. Pakistan, Manitoba. Ich sag einfach, ich fühle mich schwarz. Das ist gut. Barbados. Digga, das Vermont, Miami, some more Michigan, and Ukraine. All right. Well, we'll get started in just a minute. I want to show everyone my shirt, though. Can you see it? It says Prioritize Mental Health with the MindSpring logo. It's my new shirt. Who loves it? I love it. I'm wearing it all the time. And lucky for you, you can also get one. And I could probably let you know how in the chat. Okay, so today we're going to be talking about understanding obsessive compulsive disorder. This is brought to you by MindSpring Mental Health Alliance, with a special thanks to the United Way of Central Iowa for partnering with us and sponsoring today's webinar. So everyone's mics are muted, your cameras are off, Q&A feature is on. So if you have questions, hop on into that Q&A, send them over to me, check questions as we go through each section. If you ask a question that I know I'll be able to answer through a future slide, I'm going to hold off until we get there. And then I'm going to save some time at the end for questions and answers. We'll end in about 55 minutes. So I'll just keep answering questions as long as time allows. We've got lots of people joining us, hundreds. And so there's a chance I may not get to your question. So please don't take it personally. Hopefully you're not offended. I just simply ran out of time. I try to get to as many questions as I possibly can, but I do like for us to end on time. And again, we're going to end at about 55 minutes. Now we do have captions, closed captioning available. Go to the bottom of your screen, look for that CC button. Give it a click, that'll turn captions on. Click it again, and it will turn them off. And then for anyone that is new, my name is Jamie. I am a licensed master level social worker. When I'm not here doing all of these webinars with you, I'm a therapist. I work with both adults and adolescents. Prior to that, worked heavily in child welfare, working with kids and teens. I had experienced some abuse or neglect, many of them being part of the foster care and adoption system. Now let's go over our frequently asked questions. This is being recorded, and everyone who registered for today's webinar will receive an email tomorrow with a link to the recording in it. Also in that email will be all of the resources we talked about today. No slides will be sent out. And we do offer a certificate of attendance. Everyone who registered for today's webinar and joined the live session will receive an email from certificates@mindspringhealth.org soon after the webinar ends. Complete that webinar follow-up survey that's linked in the email to receive your certificate. Now, certificates are not available for anyone who's only watching the recorded version of the webinar later on. And then lastly, CEUs are not provided for community education webinars. All right, so what are we going to learn today? We're going to go over the diagnostic criteria for obsessive compulsive disorder. And we'll talk about how prevalent this disorder is. We'll go over some of the identified causes as well as what puts us at a higher risk for obsessive compulsive disorder. And then we'll talk a little bit about the co-occurring disorders, so other disorders that we see that go along with obsessive compulsive disorder. We'll talk about how the disorder is treated, and then we'll go over ways of managing symptoms. So if you yourself have symptoms of OCD, what can we do along with treatment to try to manage those symptoms? And then we'll end with ways of helping. So how can we help a loved one who has symptoms of OCD work on managing their symptoms, and how do we give them some support? So what is OCD? Obsessive compulsive disorder is a mental health disorder that affects people of all ages and walks of life and occurs when a person gets caught in a cycle of obsessions and compulsions.
Now, OCD usually includes both obsessions and compulsions, but it is possible to have only obsession symptoms or only compulsion symptoms. So let's go over how this is diagnosed. And this is based on the information from the DSM-5-TR. DSM stands for Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. It's currently in its 5th edition, the text revision. This came out in March of 2022. And so in this manual, we're going to find all of the identified mental disorders, information about each of them, including the diagnostic criteria. So that way, all professionals are using the same criteria to make a diagnosis. And this manual is created by the American Psychiatric Association. So let's talk about the diagnostic criteria that needs to be met for someone to have a diagnosis of obsessive compulsive disorder. So first, we need to see presence of obsessions, compulsions, or both. So let's talk about obsessions first. The reoccurrent and persistent thoughts, urges, or impulses that are experienced at some time during the disturbance as intrusive and unwanted, and that in most individuals causes marked anxiety or distress. So during the time of having these obsessions, they're intrusive, you don't want them, and it's causing anxiety or distress while it's happening. Next, the individual attempts to ignore or suppress these thoughts, urges, images, or to neutralize them with some other thought or action, which would be performing a compulsion. So these are unwanted and intrusive thoughts. So the person tries to ignore them, tries to push them down, tries to get rid of them, or to neutralize them by thinking other things or doing some actions, which would be a compulsion, to try to get rid of these thoughts, urges, or images. Next, we're going to talk compulsions then. So this is a repetitive behavior. Some examples that are maybe more common that people think of when we're talking about OCD: excessive hand washing, keeping everything in order, checking things over and over. But it can also be mental acts: praying, counting, repeating words silently. And so that the individual feels driven to do these things as a response to the obsessions, the thoughts that they're having that we just talked about, or according to rules that must be applied rigidly. So most commonly, someone's going to have those obsessive thoughts that we just talked about. And in an attempt to get rid of those thoughts, they're going to do a repetitive behavior or mental act, which is a compulsion to try to get rid of it. The behaviors or mental acts are aimed at preventing or reducing anxiety or distress, or preventing some dreaded event or situation. Host hat mich entfernt. Schade. Meeting eröffnen, Zoom-Meetings eröffnen. Der Schwuchtel hat was Neues geschickt. Ich kann es versuchen. Also wenn ich in Berlin angekommen bin. Scheiße, ich hab's geschlossen. Ich kann es versuchen. Also wenn ich in Berlin angekommen bin, müsste ich halt noch duschen, mich fertig machen, aufräumen. Aber dann müsste ich eigentlich Zeit haben für dich. Dann könntest du mich schon Samstag zu deiner Bitch machen. Ich habe aber noch Geld geschrieben. Am Meeting teilnehmen. Ja, ich brauche ein Passwort. Was für ein Passwort? Ist das hier? Business Workshop. Ich glaube, das ist das hier. One-Stop Business Workshop. Das hier. Ah ne, das hatten wir gerade. Ich kann alles weg. Für links. Passcode hier.
kopieren. Schreib mal was. Ich muss schreiben, Digga. Hashtag, wie macht man den Hashtag auf Tastatur? Hashtag? Ich google jetzt. Schreib mal Hello. Irgendwas. Das Doppelkreuz Hash befindet sich auf der Computertastatur rechts neben der Taste Ah ja. Hashtag. Mann, der Schwachtel nimmt wieder was auf. Bock. BOG. Dieses Hochzeichen. Digga, was ist das für ein Zeichen? Wie geht das? Weißt du, wie das geht? Wenn ihr schreibt in den Chat. Warte, schau mir die Sprachnachricht von dem Gay Bohren. Ja, freue mich halt echt schon von einem Ausländer so richtig gefickt zu werden. Und auch mal zu beleidigt zu werden. Hat bis jetzt noch keiner gemacht, Baby. Finde ich. Warte, ich mach Sprachnachricht. Finde ich halt extrem geil, weil ich halt der Erste bin. Also, wenn du mich verstehst. Ja, Digga, ich hoffe einfach, der kommt wirklich, dann werde ich ihm die Fresse einhauen. Wo sind wir bei diesem großen Zeichen hoch, runter? Ah, hier. Hä? Warum schließt sich das? Hilfe. Ist das Meeting geschlossen? Ja, Meeting Passcode. Hashtag BOG. Obenzeichen plus SJ. Wo ist plus? Mann, Digga, was nimmt er auch für Passwörter? Ah, plus. SJ jetzt. Ja, ich hab unnötig getippt. Wie komisch, Digga. Hashtag BOG. Obenzeichen. Warte. Obenzeichen. BO. Warte, ich mach von vorne. Hashtag BOG. Oberzeichen. M. Plus. SJ. Ich glaube, das S ist groß. SJ. Am Meeting teilnehmen. Mein Gott. Kopieren. Ja, fick mal auf das Meeting. Wir machen irgendwas anderes. Ist überhaupt noch drin? Teilnehmen. Ich bin allein.